Hallo meine Lieben, ich wollte euch heute mal das Wreath Builder Tool zeigen. Das heißt, wie ihr mit diesem Tool einen Kranz stempeln könnt, mit was für einem Motiv auch immer. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind diese beiden Karten, wo ich einerseits mit einem Stempel direkt auf die Karte einen Kreis aufbringe oder Elemente im Kreis aufbringen werde, so dass sich so dieser Wreath, also Kranz, bildet. Und bei der anderen habe ich Elemente vorher schon gestempelt und gestanzt und die dann aber anhand oder mit Hilfe des Tools wirklich schön in einem Kreis angeordnet. Dieses Wreath Builder Tool ist jetzt nicht eine Riesensache, die ihr euch kaufen müsst, sondern das könnt ihr effektiv selber basteln. Und wie das genau funktioniert, das gucken wir uns gleich an. Also das Wreath Builder Tool, das könnt ihr entweder kaufen oder ihr bastelt das effektiv selber. Und zwar ist es ganz einfach gemacht. Ich habe hier ein Stück, das ist, was haben wir hier? Das ist 21 cm mal 21 cm. Und dann, meine Karten, die quadratischen, die sind immer 13 cm mal 13 cm. Und deshalb habe ich hier in die Mitte von diesen 21 habe ich 13 cm mal 13 cm ein Viereck ausgeschnitten. Und dann, vielleicht seht ihr das hier so ein bisschen besser. Das ist dieses und dann habe ich das Ganze ganz einfach 45 Grad gedreht und dann nochmal ein Viereck ausgeschnitten, auch wieder mit diesen 13 cm mal 13 cm. Und so könnt ihr das eigentlich auf genau das Maß anpassen, wie ihr jeweils eure Kartengröße habt. Ich habe es mit einem Plotter gemacht, das geht am einfachsten, aber, und das ist hier effektiv so eine Plastikfolie. Ihr könnt es aber auch einfach aufzeichnen und dann mit dem Messer oder mit einer Schere ausschneiden. Das ist das Tool, mit dem wir die Karten machen, die beiden. Vom Papier her, das ich verwenden werde, Designpapier her, habe ich hier von der Color Factory, habe ich so ein Papier, was so Sterne, Kreise, Streifen, so solche Sachen hat. Da sind 48 Blätter drin und das ist ein 100 Gramm Papier. Ist schon sehr dünn, aber für die Mattung von den Karten reicht es völlig. Für die erste Karte habe ich hier eine Basiskarte, das ist 200 Gramm Papier von 26 cm mal 13 cm und gefalzt bei 13 cm und dann nur eine Mattung und die ist 12,5 cm mal 12,5 cm, das heißt 0,5 kleiner als die Basiskarte. Und das klebe ich jetzt hier auch gleich mit dem Snail auf die Basiskarte drauf. Warum nehme ich den Snail? Das Papier ist extrem dünn. Da haben wir ein 100 Gramm Papier nur. Und wenn ich da den Flüssigkleber nehmen würde, dann würde sich das so ein bisschen wölben. Das will ich natürlich nicht, von dem her der Snail. Und jetzt bringe ich das mittig hier auf die Basiskarte drauf. So. Das ist unsere Basis und jetzt kümmern wir uns um die Stempel. Ja, das machen wir jetzt auch gleich. Das heißt, ich mache den hier schön in die Mitte rein. Möglichst gerade, ne? Und den stemple ich mit der Sazon.
dann stempeln wir auch hier gleich die kleine auf den Kreis drauf. Die stemple ich mit Memento-Stempelkissen, weil die will ich noch kolorieren. So, und jetzt habe ich noch einen kleinen Trick für euch. Wenn ihr mehrere Elemente, weil wir brauchen ja für diesen, um diesen Kreis zu bilden, brauchen wir 8 Elemente. Und warum 8? Das ist ganz einfach so, wir haben 8 Ecken. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ihr könntet das einerseits jetzt alles zuerst stempeln und dann mit dem Cutting Die ausschneiden. Aber da muss man immer ein bisschen gucken, dass man wirklich den Stempel genau mittig drauf hat. Und wenn ich mehrere Elemente habe, mache ich das effektiv so, dass ich das zuerst ausschneide und dann mit diesem Cutting Die, was hier zu diesem Stempelset dazugehört. Und dann lege ich mir effektiv diese Formen, die ich schon verwendet habe oder die es ergeben hat, dadurch, dass ich ausgeschnitten habe, lege ich mir aufs Stempeltool und passe die hier einfach rein. Und dann nehme ich dieses Schaf und platziere das so, dass es genau stimmt. So. Und jetzt kann ich nämlich das ganz einfach so machen, dass ich das aufnehme. Stemple ich auch mit dem Memento, weil ich das auch noch kolorieren will. Dann stemple ich das. Dann passt es super. Dann kann ich es einfach rauslösen. Das nächste rein. Der Stempel ist immer noch am richtigen Ort. Ich kann nur hier Stempelfarbe nachfüllen und wieder stempeln. Und auch das passt haargenau. Wieder rausnehmen. Nächstes. Und so kann ich jetzt eigentlich alle 8 wunderbar stempeln und es wird immer genau da platziert sein, wo es hin soll. Noch einfacher geht's, wenn ihr hier das Pick Me Up Tool nehmt. Könnt ihr das wunderbar auch auslösen. So, das war der ganze Zauber mit dem Schaf. Jetzt denke ich euch, was ist dieser Streifen, der da unten dran ist? Das ist ganz einfach so, dass die Stanzform so gemacht ist, dass unten das Gatter dran ist. Das kann ich jetzt genau gleich nehmen und das richtig platzieren. Und dann haben wir wieder dasselbe Prinzip. Das heißt, ihr könnt es einfach den Stempel aufnehmen. Stempelt ihr das, auslösen, nächstes rein. Und so geht das alles wesentlich schneller und akkurater und dann sehen wirklich alle genau gleich aus. Ja, hier kleine Tipps so am Rande, ne? So, und bevor ich zum Kreis dann rübergehe, werde ich die ganzen Sachen noch kurz kolorieren. Und welche Copies ich dafür verwende, das schreibe ich euch oben ins Bild rein. So, und wenn ihr dann mit dem Kolorieren fertig seid, dann habe ich hier auf alle Elemente Dimensionals draufgebracht. Bei den Schafen sind die ein bisschen dünner als im Mittelkreis, weil der Mittelkreis liegt ja so ein bisschen über den Schafen und deshalb habe ich hier die höheren genommen. So, und jetzt brauchen wir eben dieses Wrath Builder Tool und legen die Karte
hier so mittig rein. Und dann nehmen wir uns, also ich lege das erste Schaf mal dahin, wo ich weiß, dass ich das haben will. Nehmen wir mal das hier. Der Kreis soll mittig liegen und das Schaf soll so ein bisschen drunter liegen, aber trotzdem nicht über die Mattung drüber hinausgehen. So, ich würde sagen, hier kommt das Schaf hin. Nee. Ich glaube, das kann noch ein bisschen runter, sorry. Das erste ist immer ein bisschen tricky und dann geht es dann schon. So. Ich würde sagen, hier muss das hin. So. Das ist das erste. Und wie bilden wir jetzt einen perfekten Kreis? Guckt einfach, dass das wirklich hier in diesem Viereck drin liegt. Dann nehmen wir, ich habe nochmal das Motiv ausgestanzt aus einem längeren Stück Papier. Lege das jetzt so drüber, dass das genau hier drauf passt und mache das an dieser Folie fest hier oben. Jetzt kann ich das anheben, die Karte um 45 Grad wenden, dann das wieder drauf fallen lassen, das nächste Schaf passend da reinmachen, das Ganze wieder heben, wieder 45 Grad drin, wieder runter und das macht ihr jetzt eigentlich durch, bis ihr alle 8 Schafe drauf habt. Und noch das letzte. So, und jetzt habt ihr auf dieser Karte drauf einen perfekten Kreis. Und jetzt können wir eigentlich nur noch in der Mitte die kleine hinkleben. Et voilà. Das ist schon die erste Karte. So, jetzt können wir das wegnehmen und jetzt stempeln wir hier dann genau mit diesem Brettbilder wieder. Dazu brauchen wir die zweite Karte. Für die zweite Karte habe ich auch eine Basiskarte, die wieder 26 cm x 13 cm ist und gefalzt bei 13 cm. Dann habe ich habe schon zusammengeklebt, ich habe eine erste Mattung, die ist auch mit diesem Designpapier gemacht, hier mit diesem Streifenpapier. Das Papier selber ist nur 100 Gramm schwer und deshalb habe ich diese erste Mattung nicht mit dem Flüssigkleber zusammengeklebt, was ich sonst mache, sondern ich habe das hier mit dem Snail draufgeklebt und dann die zweite Mattung, nee, sorry, habe ich die Maße gesagt? Nee, die erste Mattung, also dieses Streifenpapier, das sind 12,5 cm x 12,5 cm, also 0,5 cm kleiner als die Basiskarte. Und dann die zweite Mattung wieder mit diesem weißen 200 Gramm Papier, da ist es dann 12 cm x 12 cm. Einfach so, dass ich hier eine schöne Abstufung habe. Und bei der Karte werden wir jetzt direkt auf die Karte drauf stempeln. Und da habe ich 2 Stempelsätze. Ich werde hier diesen Einspruch nehmen: Wir schicken ganz viel Glück. Das ist das, was in die Mitte kommt. Und drumherum werde ich hier diese Blume anreihen, dass ich da einen schönen Kreis bekomme. Und genau das machen wir jetzt. Das heißt, ich nehme wieder das Stempeltool und da ist das Brettbilder Tool schon drin. Dann lege ich hier die Karte genau passend rein.
Als allererstes werde ich hier den Spruch nur mal hinlegen, damit ich da später eventuell noch korrigieren kann, falls das nicht ganz gepasst hat. Aber einfach, dass ich als Orientierung sehe, wo das ungefähr liegt. Und dann nehme ich mir diesen Stempel, den ich verwenden will, diese Blume. Und die lege ich jetzt einfach mal mit ein bisschen Abstand von dem Spruch. Dann weiß ich, das sollte in etwa passen. So, jetzt kann ich den Stempel aufnehmen. Und dann werde ich mit der Memento stempeln, weil ich will die Blume nachher noch einfärben. Und jetzt könnt ihr effektiv hier einfach Stempelfarbe aufbringen. Upsi. Nur kurz gucken, da hat es ein bisschen Stempelfarbe hingemacht und die möchte ich nicht auf der Karte haben. So, jetzt. Der erste Stempel. Dann drehe ich die Karte ganz einfach um eine Zacke. Das heißt, es sind 45 Grad. Lege die wieder genau ins Tool rein. Gebe wieder Farbe auf den Stempel drauf. Dann schließe ich das wieder und stemple. Dann drehe ich es wieder um 45 Grad, das heißt eine Zacke. Wieder stempeln. Das mache ich jetzt insgesamt 8 Mal, ne? Weil wir hatten ja 8 von diesen Spitzen. Das heißt, wieder um 45 Grad drehen. Und wieder stempeln. Wenn ihr da jetzt einmal drumherum seid, dann seht ihr, dass ihr hier einen perfekten Kreis habt. Ihr könnt es so lassen. Ich gucke, ob ich da noch was habe, um diese Lücken so ein bisschen zu füllen. Ich habe jetzt hier einen von diesen Swirls genommen. Und jetzt kann ich das gleiche machen wie mit der Blume. Das heißt, ich lege den so hin, wie ich den gerne haben möchte. Das passt so. Nehme ich den auf und dann stemple ich den genau gleich wie die Blume. Einfach einmal im Kreis herum. So, und jetzt haben wir diesen Kreis wunderbar auch geschlossen, dadurch, dass wir diese Lücken gefüllt haben. Und ihr werdet es merken, ne? Das Thema ist immer, wann höre ich auf damit, aber ich ziehe den jetzt hier noch ein bisschen weiter raus. Und zwar habe ich noch so einen kleinen Swirl hier gefunden. Das war vorher der eine und jetzt nehme ich so dieses Teil hier. Versuche das noch ein bisschen einzuplatzieren. Und gehe nochmal eine Runde drumherum. So, und ich höre jetzt tatsächlich hier auch auf, damit noch Sachen oder Elemente hinzuzufügen. Aber ihr seht, ihr könnt echt jegliches, ihr könnt auch Herzen nehmen oder ein Hallo in irgendeine Richtung. Also ihr habt hier echt mit so einer simplen Schablone, könnt ihr super schöne neue Designs eigentlich erstellen. Und jetzt müssen wir nur noch den Spruch in die Mitte kriegen. Ich habe mir jetzt gerade Folgendes überlegt. Ich habe sicherheitshalber, weil ich nicht wusste, wie es dann schlussendlich aussieht, habe ich 2 solche Teile ausgestanzt. Das ist hier so eine Labelstanzform, die ich habe.
Und ich werde effektiv das nicht direkt hier drauf stempeln, weil die Karte per se schon eher flach ist, sondern ich werde das auf diese Elemente drauf stempeln und die dann mittig mit ein bisschen Dimension dann drauf bringen. Das heißt, ich brauche hier nur eines. Dann den Spruch mittig drauf. Und dann stemple ich mit der Starzone. Dann klebe ich mir diese beiden Teile kurz zusammen. Und bevor ich das jetzt aufbringe, will ich noch dem Ganzen einen Tupfer Farbe geben. Und da habe ich den Copic G000 und das schreibe ich euch aber unten ins Bild. Und ich färbe kurz hier nur die Blüten mit dem Copic an. Um dem ein bisschen Dimension zu geben, nehme ich hier noch den BG34. Einfach hier aus der Mitte raus. Ziehe ich die Farbe noch so ein bisschen raus. So, und das mache ich jetzt ringsherum mit allen Blüten. So, ich bin mit dem Kolorieren durch. Ich habe dem Ganzen nicht nur die Blüten koloriert, sondern ich habe da auch noch so ein paar Punkte verteilt, einfach um da noch so ein bisschen Spiel reinzugeben. Und jetzt werde ich das hier effektiv mit Dimensionals aufbringen. Und dafür nehme ich hier so Dimensionals, so Kreise, wo ich 2 anbringe. Dann geht es darum, das wieder mittig auf die Karte zu bringen. So habt ihr wunderbar auch hier diesen Kreis mit einem Spruch in der Mitte. Das war es eigentlich für heute schon. Ich wollte eben diese beiden Varianten mit euch teilen. Das eine direkt gestempelt mit dem Wraithbuilder Tool und das andere, wo wir dieses Tool mehr als Schablone verwendet haben, um dann Elemente im Kreis anzubringen. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt ganz viele Ideen gewonnen, wie ihr selber mit euren Stempeln so einen Kranz stempeln könnt. Und naja, die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und wir sehen uns hoffentlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!